So, hi, na, schönen guten Abend. Eine neue Aufnahmesession, aber wahrscheinlich nur eine kurze, denn ich bin ein bisschen müde. Es ist schon spät und naja gut, aber ich wollte doch noch irgendwie was aufnehmen, ein bisschen produktiv sein. Deswegen und hier in Cyseal, wo wir gerade sind, kann uns ja wahrscheinlich nicht viel passieren. Deswegen wage ich es mal, ja, auch nicht ganz so im frischesten Zustand hier aufzunehmen. Naja, sehen wir mal. Achso, ich habe übrigens offscreen mich nochmal Folge heilt. Nachdem wir von den Orks da auf die Mütze bekommen haben, einfach damit ich das schon erledigt habe. So. Und jetzt gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Genau, wir haben ja letzte Folge hier. Letzte Folge, jetzt habe ich mich das Konzept gebracht. Genau, haben wir dieses Schiff hier vom Verbrennen gerettet, indem wir eine Regenzauber-Schriftrolle benutzt haben. Na, wieso? Achso. Ja, und ansonsten, ja genau, haben wir den Katzenmann getroffen und uns mit Orks angelegt und ich frage mich, ob ich das jetzt hier, ob der mich irgendwie, komm, dreh ich mal weg. Ups. Naja. Und? Ist das schlimm? Okay, das juckt ihn jetzt nicht. Kiste habe ich irgendwie das Gefühl, das könnte doch... Wieso kann ich nicht lang gehen? Ach, da... Schön. Ja gut, da ist ein Seil. Aber wir sind ja nicht doof. Ich hoffe nur, dass... Ja gut, dann haben wir das... hingekriegt. Okay, hier sind Stoffschuhe. Und ein magisches Kampfmesser, aber so richtig tolle Sachen sind das natürlich jetzt nicht. Ja, das ist wahrscheinlich so das, was wir heute auch erstmal in dieser Folge viel machen werden. Wir ein bisschen Cyseal, also die Stadt angucken und plündern. Ja. Identifizierungslupe haben wir nicht, ne? Lehrmeisterfähigkeit bräuchten wir dafür auch. Vielleicht bringe ich das ja ihm vielleicht nochmal bei. Ich will das ein bisschen verteilen, aber er könnte ja auch nochmal irgendwas können. Das wäre nicht so schlecht. Guck mal gerade, wie das dabei ist. Was, Handwerk? Ich glaube schon. Ja, okay. Also es hängt jetzt, glaube ich, nicht von irgendeinem Attribut ab oder so. Also Intelligenz ist ja bei ihm nicht so groß, aber Lehrmeister kann er dann trotzdem werden. Der macht ja bisher noch nicht viel außer kämpfen und dieses bisschen Feuermagie. Und sie macht ja hier auch Schleichen und alles Mögliche. Und das wollen wir alles ein bisschen verteilen. Ich frage mich, wie das so ist. Die I wouldn't let an orc within 500 yards of my loving nature. Psst! Ever heard about the time the captain took the Duchess of Federal's carriage for the joyride? Ha! No, he didn't. He drove it straight to the pub and back. So, Mann. Okay, ich lasse die jetzt erstmal gerade noch ein bisschen quatschen. Bei mir ist das halt relativ leise, so, aber ich habe jetzt in den letzten Aufnahmen gesehen, dass dass die Gespräche doch relativ laut sind. Das würde ich gerne auch nochmal... Ich weiß nicht, ob ich das noch leiser machen sollte. Vielleicht mache ich das nochmal schnell ein bisschen leiser einfach. Weil wenn ich dann rede und die reden, dann versteht man das ja dann. Ja, egal, machen wir das erstmal so und dann überlegen wir uns das später nochmal. Irgendwie ist die Folge ein bisschen konfus, tut mir leid. Naja, plündern wir erstmal ein bisschen und reden gleich noch mit den Seeleuten. Aha, eine Bierflasche. Das kann nicht schaden.
So, Marv. Sauce? Here in Cyseal? Ah, of all that cursed hunks of rock to land on, Conrad chooses this. Was ist mit dem brennenden The Schlüssel? ship's got a soul too, you know. You did a mighty fine thing saving that barge. For those of us raised in crews instead of families, it's kin to saving a fellow man. Tja, das ist natürlich... Wir sind natürlich Helden, ne? Und wir retten Leben. Das ist, was wir tun. So, das war ein heftiger Angriff auf den Hafen. Who knows if it's even over for sure? Those damn orcs keep sending us these terrible surprises. Ja, gut. Gut zu hören. Nicht gut zu hören. Naja. So hat er einen Darm. Was ist dieses Sternchen, frage ich mich auch gerade. Ist das eine Stufe? Ja gut, wir haben jetzt nichts Großartiges zu handeln. Wir könnten ihm mal hier so einen Stock verkaufen. Wobei ich wette, da kann man sich auch irgendwas Lustiges draus bauen. Wenn man so einen Stock mit einer Spitze oder so, vielleicht ein Speer. Irgendwas in die Richtung. Die Schuhe könnten wir eigentlich mal anziehen, ne? Ich frage mich... Halt 5. Ist halt weniger Rüstung, allerdings... Mehr Initiative. Ja, nee. Ich will die halt auch nicht mit der allerschwersten Rüstung eigentlich rumlaufen lassen, weil ein bisschen mehr Geschwindigkeit finde ich auch gut. Naja. Kann jeden angreifen, ist auch interessant. Ahoy, sailor! Are you enjoying the fresh winds of Cyseal? Ja, erzähl mir doch mal von dir. Name's Conrad, cargo trader, sea captain, an expert in all things nautical. Folks across Andervale know to give old Conrad a holler when it comes to rare imports and magical items. Aha, gucken wir mal kurz, was er so hat. Ja. Gut, das ist jetzt nichts, wofür ich jetzt unbedingt mein Geld ausgeben möchte, aber ist doch ganz nett. Dem könnten wir eigentlich immer ein bisschen Quatsch verkaufen. Zum Beispiel so eine Robe. Die Rüstung, ja, die brauchen wir erstmal eigentlich auch nicht. Die Schuhe können wir nachher mal, genau, die wechseln wir gleich mal. Dass die mir immer reinreden da, ne? Ich muss da echt nur mal gucken, wie ich das am besten... Ist das ein Umgebungsgeräusch oder... Ja, das muss ich offscreen mal gucken. Naja. So, gib mir mal Gold. Schön. Stimmt, man kann auch so ein bisschen, man kann Leuten auch Geld schenken und dann mögen die einen mehr und dann gibt es, glaube ich, später bessere Preise und solche Sachen. Oder halt gute Angebote machen. Und, ja, was denkt ihr über den Angriff auf den Hafen? Orcs must be out of their barbarous minds launching an attack on a city where a great wizard resides. Though even I must admit they put up a hearty effort. Ach I'll ja. tell you, the only time I'd consider waging a suicide campaign like that would be if whatever I sought was something worth dying over. Ja gut, was du gesagt hast. So, okay, das war ja ganz nett. Sprechen wir den Seemann nochmal an. Achso, der sagt eigentlich genau das gleiche wie der da unten, ne? Dann sind wir mal schnell weg. Und gibt es hier noch irgendwas, was man vielleicht sich einverleiben könnte? Vielleicht. Aber nee, also ich sehe gerade nichts. Und wir wollen uns ja auch nicht mit der Welt anlegen, ne? Soweit sind wir noch nicht. Räumen wir hier noch ein bisschen die Kisten aus. Aha. Ein Büchlein. Gucken wir gleich mal rein. So, das Buch. Lesen. Geheimnisse der Schriftrolle. In Rivellon herrschen viele Kräfte. Sogar ohne das Zutun von uns Zauberern verfügen viele gewöhnliche Gegenstände über ihre Magie. Mit etwas Feenstaub
können diese natürlichen Kräfte verstärkt werden. Eine Hasenpfote hilft nur den Abergläubischen. Aber wenn man sie mit etwas Feenstaub bestreut, wirkt sie wahre Wunder. Hängt man sie sich dann an ein Band, ein Seil oder einen Reif, bringt sie dem Träger großes Glück. Aber die Hasenpfote ist nur der Anfang der Magie. Ja gut. Aber ich kann jetzt eine magische Hasenpfote erstellen. Und einen Hasenpfotenring aus Hasenpfoten und ein Gürtel aus Hasenpfoten. Müssen wir dafür aber irgendwie erstmal Hasenpfoten finden, oder? Gibt es hier irgendwie so ein Menü, wo wir unsere Crafting-Rezepte angucken können? Das wird einem natürlich nicht so viel... Oh, Inventar gucken. Herstellen. Rezepte. Aha, okay, hier könnte ich Peilschäfte bauen, wenn ich das wollte. Aber bisher kann noch keiner von meinen beiden Leuten besonders gut schießen. So. Ja. Dann zieht mal jetzt jemand hier die anderen Schuhe an, die wir haben. Die noch nicht, weil die... Ja, können wir noch nicht. Gibt's ja leider. Hier, ja, doch. Die Schuhe. Ziehen wir die mal an. Gut. Kleinvieh macht auch Mist. Schauen wir mal ein paar Kartoffeln, ich meine. Sagt ja keiner was. Wenn ich Tierfreund hätte, könnte ich die halt auch verstehen. Ich überlege, ob ich das noch lernen soll, weil es gibt einem halt ganz witzige Gespräche teilweise. So, Herr Arbeiter. Curse them rotten greenskins. Ate me parrot, Polly, feathers and all. No, das ist aber auch schade jetzt. Na gut. Noch ein paar Fische. Ich glaube, an Feuern können wir die sogar grillen und so. Da geht's schon raus aus Cyseal. Ist doch nicht so groß, ne? Aber ich glaube, es geht doch eine ganze Weile nach... Ja gut, hier geht's raus. Aber es geht auch noch ein ganzes Stück hier nach irgendwie oben. Da ist noch so eine Festung, soweit ich weiß. Um das mal zu spoilern, ne? So, erstmal Fischis. Mehr Fischis. Was mache ich jetzt mit den ganzen Fischen? Wieder zurück ins Meer setzen vielleicht, aber die sind schon ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, ne? Dabei liegen sie eigentlich in der frischen Luft. Ich weiß nicht, eigentlich müsste es ihnen gut gehen. Naja. Die Angeln lasse ich jetzt mal gerade. Ich muss nicht alles mitnehmen, weil... Will ich zwar eigentlich, aber... Das ist nur zusätzliches Gewicht und besonders viel wert ist es wahrscheinlich auch nicht. Und kämpfen werde ich damit erst recht nicht. Dann können wir ein paar Äpfel klauen. Oder Gold. Das ist doch was anderes. Das nehme ich gerne. Ein Brot. Ein Holzstamm. Mehr Gold. Ja, da sage ich nicht nein. Wird das eigentlich zusammengelegt? Ach nee, wird gar nicht zusammengelegt. Immer alles. Einfach damit einer alles bei sich hat. Da musste ich mal räuspern. Ja. Also mir wäre es eigentlich lieber, wenn hier
insgesamt weniger Kisten rumstehen würden, allerdings dann wieder mit coolem Zeug, was man wirklich gerne mitnimmt. Weil so ist es halt so ein bisschen mühselig, hier alles leer zu räumen. Und ich muss alles leer räumen. Also jetzt vielleicht diese doofen Angeln da. Da komme ich bestimmt irgendwann noch zurück. Ich schreibe mir das auf und dann hole ich mir später diese Angeln. So, mit diesem Portal komme ich zu diesem anderen Portal. Gib mir mal gerade eine wohlverdiente Arbeit, die nehme ich mit. Das interessiert irgendwie wirklich keinen. Nicht, dass mich das stören würde. Lagerhaustor. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir da rein dürfen. Die Tür ist offen. Ne? Und hier sind irgendwelche Wachen. Hallo? Unteroffizier Kurt... Was? Wie ist der? Curtius. Ist auch ein starker Name. Ach, man sieht, okay, man sieht, was man klauen darf und was nicht. Wie ist das denn jetzt, wenn ich das jetzt raus teleportiere? Ist das dann immer noch gestohlen? Lassen die mich das raus teleportieren? Florius. Horatius. Reden wir erstmal mit den Lakaien. Keep your pleasantries to yourself. What are you doing inside this warehouse? Snooping around? Entspann dich. Erzählt mir erstmal von euch. If it's conversation you're looking for, I'd recommend my comrade Florius. Or as I prefer to call him, Loose Lips McGee. Ja, naheliegend. As for myself, my job is to protect this warehouse, not chit-chat with intruders. That idiot man-child would sooner spend an hour chatting up a thief than a minute arresting him. I only hope he gets transferred out of this warehouse and straight to the perimeter. Let him rot off as zombies here instead of mine. Even thinking of him turns one into a gabbing hen. Please, leave me be. Zombies, die ich so kenne, die würden eher ihm das Ohr abkauen. Naja, gut. So, hier du bist der, ne? Von dem so gerade geschwärmt wurde. A source hunter. A very hearty welcome to our humble warehouse. Have a look around. And don't mind if I pick your brain about the scoop around Undervale. I'm behind on my current affairs. Ich glaube, der mag mich. Aber gut, er redet zwar viel, aber er redet schnell. Das ist doch auch gut. Dann, I tell ya, this gig sure beats getting my toes bitten off by zombies out in the field. We warehouse guards don't have to do much apart from stroll the perimeter a few times an hour. Das ist ein Traumjob. And of course, every now and again, some friendly folks, like yourself, will wander through here. And nothing beats a pleasant conversation, though my comrade Horatius has quite different opinions on that matter. Mann, da sagst du was. Hier, pass auf, ich schenke dir einen Stock. Bitteschön. Komisch. Mag mich jetzt nicht mehr, aber naja. So, und welcher Meinung ist Horatius genau? Thinks every man, woman and child who steps foot in this place wants to rob it blind. If I so much as greet a townsperson with a hello instead of a state your purpose, he starts frothing on and on about godly duty and security breaches. This Jake business is quite the scandal, no? I myself suspect his wife Esmeralda, and the butcher seconds that, let me tell you. Wenn der Metzger das sagt. Then again, and you didn't hear this from me, he's going through quite the nasty divorce himself, and there's his children to consider. Kinder? But I imagine his youngest, Kimberly, won't mind. Never did get on well with her mother ever since the incident. Entschuldigung, da musste ich gerade gehen. Oh, it's an redet zu viel. unparalleled pleasure having a fresh ear around here. Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Horatius nannte euch gerade Plappermaul Müller. Was hat das zu bedeuten? That fusspot said what? Well, old Loose Lips will let that lowly backbiter know what he thinks about that. Oh oh. Nicht, dass ich hier gerade Zwietracht stifte. Hier. Der hat mir übrigens einen Stock für dich als Geschenk mitgegeben. Bitteschön. So. Ich denke, das wird ihn friedlich stimmen. Ne, guck. So, something you'd like to say to my face?
I haven't a thing to say to you. I'm on duty. Duty, indeed. Put up your fists. Are you mad? We're guards, not drunks on the street. Enough! Both of you! What is this barbarism? Back to your post at once! Sir, this is an important matter. A matter of honor. Ich probiere gerade mal was, während die sich da streiten. Shall be settled on your own time. Understood? Understood. See. Is all that thieves need to sneak by unnoticed. It could happen again, sir. It better damn well not. One day, Moira. One day you'll show 'em all. Und? Ich hätte im Schreibtisch gucken müssen. Fliegst. Kann ich den That nochmal old dahin schicken? spoilsport Horatius can... Der geht bestimmt gleich wieder zurück und dann gucken wir gleich nochmal da rein. Naja gut, wir können uns die Zeit auch vertreiben, indem wir hier nochmal mit dem Boss reden. Das ist ja bestimmt, hat er auch einiges zu sagen zu dem Mordfall an dem Ratsmitglied Jake. Salutations! Source hunters, I see. I'm Sergeant Curtius, proud protector of this house of Legion goods. Ah, erzähl erstmal ein bisschen was von dir. Curtius is my name. The Legion is my calling. Sehr gut. Rühren. So, was genau befindet sich in dem Raum? This is a storing house for Legion supplies. Perhaps the most important building in the realm, by my and others' estimation. And I, Sergeant Curtius, have been trusted to guard it. Das ist jetzt wieder schwerer. Und die Rüstung, naja, nee. Aber ich habe einen geklauten Stoffhelm, die nicht identifiziert ist. Text. Would be quite a bit Boah, echt eine better if I Lupe. could do it in peace. Just making conversation, mate. Mate. Ich könnte natürlich auch, ich habe ja nur einen Speicherstand, ne? Aber ich könnte quasi speichern Phrase. und laden kann ich ja trotzdem, sofern meine Leute halt nicht sterben. Erst dann wird der Spielstand gelöscht, soweit ich weiß. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich das tun sollte. Ob ich so spielen sollte oder wirklich versuchen, nichts falsch zu machen. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich lasse den... Ich würde schon gern wissen, was da drin ist. Ich mache es mal nur gerade als Test. Ob ich auch einen abkriege, wenn ich quasi nur kurz reingucke. Ja, vielleicht verschwindet der auch gleich, dann kann ich nochmal wirklich gucken. Na komm. Ja, du auch. Geh mal hier hin. Tja, gut. Das hat funktioniert. Ich habe nichts gemacht, keine Sorge. Officer. Unterofficer. Was gibt's denn hier noch Schönes? One day, Moira. One day you'll show 'em all. Eine gewisse Frau Moira. Mit der reden wir auch gleich mal. Aber erstmal möchte ich gerne mal... Ach nee, okay, da darf ich nicht rein. Dann lassen wir das. Wir sind natürlich brave Bürger. Well, a source hunter. About time the council took us seriously. Maybe you can start with the two idiots hiding their pet orc here. Ja gut, das ist... ja, natürlich machen wir das. So, Gold hat sie, aber sonst nichts. Ein Hauer. Wo sie den woher hat. Circular from youthful gore. Aha. Was ist denn das hier? Oh, eine schöne Frau. Die ist ja barbusig. Darf man das auf... Ist sie barbusig? Darf ich das auf YouTube überhaupt... darf ich das überhaupt zeigen? Too bad indeed. Not even a skeptic like you can deny that she loves me. So, hier. Tittenbonus. Okay. Ja. Charmant. Come now, enough doom and gloom. Cast your gaze instead upon my fair fanged filly. Hallo. Avert your gaze and I'll handle this threat for all our shakes.
She wouldn't hurt a fly. Ich unterhalte mich And I won't gerade. let you hurt a horn on her head. Ja, hi. Du, Ninjus. Ah, who better than a proven orc crusher to convince my dumbbell of a friend here that orcs are predators, not pets? Was hast du denn für einen lustigen Sprachfehler? Enough of that. I know how dangerous an orc can be, but this one has been reformed. Anyone can see that she's completely docile. But my prejudiced friend here still wants to kill her. So, erzähl mir erstmal von dir. Was ist das für eine Macke, die du Maybe hast? before the great orc raid we had time to indulge Ninius's idiotic obsessions. But now we're needed at our posts. I can hardly believe I've been wasting time protecting an orc when I should be running them through. Na gut. Excuse my friend's violent outbursts. He hasn't enjoyed a woman's touch in quite some time now. It makes him a bit edgy. Frag doch Your mal Moira. woman's touch is less of a loving caress and more of a claw shanked brutally through the throat. I'll take my chances as a bachelor, thanks. Ja. Was hat es denn mit diesem verzauberten Ork auf My sich? friend here and I were patrolling outside the city walls, when who did I see creeping along the shore but this lovely orcish lady? For a brief second, as long as eternity, we locked eyes. Ja, mir kommen die Tränen. Perhaps confused by the butterflies in her stomach, she sprang up and began running, claws bared towards Marius. Fortunately for him, I had the presence of mind to ignore my sword and instead adroitly fling my pouch of trinkets towards her. A vial of love potion shattered over her head, and when she turned to face me, she became instantly enamored. Das ist so schön. I'm sure she must have been compelled to join the Orcish army under some kind of duress. A lady with such a sweetly savage manner would never willingly join up with those vicious marauders. I can assure you there wasn't a hint of sweetness in those murderous eyes when she lunged at my throat. She may be confined here for now, but who's telling when she'll escape and who she'll rip to shreds? Ja gut, die sind sich einig. Oder auch nicht. You see, he'd believe it was noon at midnight if he read it on a printed pamphlet. Please tell me you can reason with him, or ditch reason and use your sword to save him from his murderous darling. Oh, jetzt muss ich entscheiden als Ciri. Das ist natürlich jetzt eine Sache, ne? One day, Moira. One day you'll show 'em all. Naja, wir geben denen mal eine Chance. Ungeheuer sind ja nicht gleich Ungeheuer. So. Let her live. If that potion were truly worthless, it wouldn't have been able to charm her in the first place. In this docile state, she may prove to be a source of valuable information. Sind wir uns einig oder nicht? Jetzt ist es natürlich blöd, dass ich jetzt sie spiele. Ich muss ihn spielen, weil er hat halt noch keine Persönlichkeit. So, ja, habe ich ein bisschen blöd eingestellt. Eigentlich am Anfang ärgert mich, aber jetzt haben wir schon irgendwie 2-3 Stunden fast gespielt. Dann möchte ich das nicht nochmal ändern. Das heißt, ich muss einfach dafür sorgen, dass ich immer ihn spiele, wenn ich mit Leuten rede. Gut. Aber eigentlich bin ich Realist, ne? Don't you want to see whether or not this experiment proves successful? A real working love potion. Think of the possibilities. You must realize that if Hey, this jetzt muss ich orc gegen gets mich. loose in the city, we're the ones who'll have to put her down ist and grad ein deal with the bisschen bloody blöd. aftermath.
Das ist ein bisschen Quatsch gerade, weil ich gegen mich selber spiele. Irgendwie. So ist, wenn ich immer Papier nehme. Was macht die KI da? Interessiert mich gerade. Okay. Die meisten gerade Stein. Ha. Und jetzt nehme ich die Schere. Na, doof. Jetzt nehme ich Papier. Ja, gut. Den Blade gewann diese Diskussion. All right, we'll do it your way. Glad to hear I'm not the only one with common sense around here. I'll do the honors myself. No! She's harmless! Please! Nein. Das werden wir wohl nie erfahren, wer recht We hatte. had no right! No This right place to reeks protect of not orc only stench. you from your own stupidity, but myself and the citizens of Cyseal as well. It's you we need protection from, murderer! Fortunately, the wizards of youthful gore make a revenge elixir that will show you what's what. Go ahead and throw your sugar water on me if you like. Your foolishness is no longer my problem. Thank you, stranger. If you ever ja. need help, I'll do my best to repay you. Ja gut, so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Wir gehen hier echt so ein bisschen wie so ein Elefant im Porzellanladen. Alles um uns herum fällt um zu Scherben. So wie die Liebe zwischen den beiden. Fällt um und wird zu Scherben. So wie die Liebe zwischen den beiden jetzt wohl. Ach ja, gut. Aber das ist doch ein schönes Schlussbild. Dann beende ich die Aufnahme jetzt hier und bedanke mich fürs Zusehen. Und das nächste Mal bin ich ein bisschen wacher und dann ja, wird es etwas strukturierter zugehen, hoffe ich. Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.